Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es bei uns einen leckeren, überbackenen Hähnchen-Nudelauflauf zum Mittagessen, der nicht nur richtig köstlich schmeckt, sondern auch sehr einfach herzustellen ist. Und das Gute ist, dass er glutenfrei ist, denn er wird mit glutenfreien Vollkornreisnudeln gebacken. Die Vollkornreisnudeln schmecken neutral und sind nicht zu unterscheiden von herkömmlichen Vollkornnudeln. Da sie unsere Gedärme nicht verkleben und verschlacken, wie das herkömmliche Weizennudeln tun, möchte ich jedem empfehlen, diese Nudeln für alle Gerichte zu benutzen, denn sie sind nicht sehr viel teurer als herkömmliche Nudeln. Und man kann sie in jedem Bioladen finden. Wir backen sie in einer leckeren Hähnchen-Tomatensauce. Dazu werden wir wieder wie üblich geschmacksneutrales Kokosfett zuerst in einer Pfanne erhitzen. Kokosfett deshalb, weil Kokosfett zu den gesündesten Ölen zählt und weil man es hoch erhitzen kann, ohne dass es dadurch seine guten Eigenschaften verliert. Denn es mutiert nicht wie herkömmliche Speiseöle zu ungesunden Transfetten. Wir werden jetzt etwa 200 Gramm geschnetzeltes vom Hähnchen, also Hähnchenbrust in kleine Würfel geschnitten, in diesem Fett anbraten, solange bis es weiß sein wird, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben werden. Sobald das Fleisch dann wirklich von allen Seiten gleichmäßig weiß angebraten ist, geben wir dann die Gewürze hinzu. Wir haben hier Basilikum, Oregano, Thymian, frisch gestoßener Pfeffer, Biogemüsebrühe, unbedingt immer die Biogemüsebrühe benutzen, Paprika, Kurkuma und Himalaya-Salz. Von jedem etwa einen gehäuften Teelöffel. Das kommt alles zu dem Hähnchen hinzu, wird ganz kurz mit angebraten, damit die Gewürze ihr Aroma entfalten können. Und dann werden wir auch schon die passierten Tomaten hinzugeben. Vergessen zu erwähnen habe ich noch, dass wer die Natursalzsoße zu Hause hat, sollte natürlich lieber die zum Salzen verwenden. Die ist noch um einiges gesünder als das Natursalz selber. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Auf keinen Fall solltet ihr das giftige Kochsalz in eurer Küche mehr verwenden. Jetzt geben wir etwa 50 Gramm Sahne dazu. Natürlich wäre es ideal, wenn man die ungesunde, säurebildende Sahne durch die gesunde Hafersahne ersetzen würde. Das Video dazu werde ich euch hier oben nochmal verlinken, inshallah. Leider kann ich solche alternative Kochmethoden hier mit meiner Mutter nicht anwenden. Sie würde das ganz einfach nicht essen. Und dann kommt noch ein Esslöffel Tomatenmark hinzu, wie wir gerade gesehen haben. Alles gut verrühren. Und dann wird das Ganze jetzt einfach auf kleiner Flamme so lange geköchelt, bis eben das Fleisch ganz zart sein wird. Während das Fleisch dann vor sich hin köchelt, werden wir so lange schon mal die Auflaufform einfetten, wieder hier mit diesem gesunden Kokosöl. Und dann kommen da jetzt die glutenfreien Vollkornreisnudeln hinzu. Das ist die Variante, die es hier in Namibia zu kaufen gibt. Ihr seht ihn auch organic, also auch von Bio-Qualität. Für diese kleine Auflaufform nehmen wir hier 250 Gramm von diesen Vollkornreisnudeln. Das reicht für 2 Personen locker. Auch für eine größere Auflaufform würde diese Menge locker für mindestens 4 Personen reichen. Sobald das Hähnchenfleisch dann richtig zart gekocht ist, geben wir dann die gesamte Soße jetzt zu diesen Nudeln hinzu, in die Auflaufform und vermischen sie einfach gut mit den Nudeln. Wird einfach alles gut durchgemischt. Die Nudeln müssen nicht vorgekocht werden, denn die werden sehr schnell in dieser Soße im Ofen backen. Allerdings wäre es zu empfehlen, dann diese Auflaufform mit einem Deckel zu versehen und mit dem Deckel im Ofen dann das Ganze zu backen, damit eben die Flüssigkeit nicht zu sehr verdampfen kann und der Auflauf am Ende nicht ganz so trocken sein wird. Denn die Nudeln saugen die Flüssigkeit sehr stark und sehr schnell auf. Ja, und dann wird das Ganze einfach noch mit Käse überstreut, wie wir gerade gesehen haben. Und wie gesagt, besser mit einem Deckel versehen und dann im Ofen so lange backen, bis eben der Käse goldgelb zerlaufen sein wird. So sieht es dann aus, wenn der Auflauf dann fertig gebacken sein wird. Goldgelb ist der Käse zerlaufen, wie wir sehen, richtig lecker und die Nudeln sind fertig, sind gar gebacken. Der köstliche Auflauf verströmt einen herrlichen Duft, mashallah. Er sieht köstlich aus, wie wir sehen, und vor allem kann man ihn in sehr kurzer Zeit herstellen. Das Praktische ist an diesen Tomaten-Nudelaufläufen immer, dass man sie eben so schnell und einfach herstellen kann und dass sie eben so ganz besonders lecker auch schmecken. Wenn man den Auflauf eben noch gesünder und vollkommen basisch gestalten wollte, dann wie gesagt, könnte man eben die Sahne durch Hafersahne ersetzen und den Käse durch eine selbstgemachte basische Käsesoße. Hier oben nochmal das Video dazu, worin ich euch gezeigt habe, wie ich auch die Käsesoße zubereite, die eben nicht wie herkömmlicher Käse säurebildend für den Organismus ist. Wer allerdings noch nicht auf Käse und Sahne verzichten kann, sollte mindestens immer die Vollkornreisnudeln für alle Gerichte benutzen, in denen er Nudeln verwendet.
Denn die Glutenfreiheit dieser Nudeln macht schon mal einen großen Unterschied für unsere Gesundheit, abgesehen davon, dass uns der Vollkornreis auch noch mit vielen gesunden Nährstoffen versorgt. Denn unsere tägliche Nahrung sollte ja nicht nur gut schmecken, sondern sie sollte auch gesund sein. Damit wir uns nicht schon spätestens im Alter von 40 Jahren mit diversen Zipperlein und Krankheiten plagen müssen, sondern gesund und vital bis ins hohe Alter bleiben und von einer guten Lebensqualität profitieren. Damit ist dieser leckere, glutenfreie Hähnchen-Tomatensoßen-Nudelauflauf auch schon beendet. Ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen beim Nachbacken dieses relativ gesunden Hähnchen-Nudelauflaufs. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.